Jetzt, da Ägypten fest unter ihrer Herrschaft vereint ist, empfiehlt Ihnen Ihr Hofstaat, ebenso wie ich, Ihr treuer Wesir, die Grenzen unseres Landes gen Süden nach Nubien zu erweitern. Das trockene Flussbett bei Alaki enthält reiche Goldadern und eine mächtige Stadt in Iken, in der Sie Ihre Residenz einrichten, wird die Nubier gewiss von einem Angriff abhalten. Nehmen Sie sich jedoch vor den Kuschitern in Acht. Sie sind weitaus gefährlichere Gegner als die Nubier und werden ihre Schwerter benutzen, o Pharao, um Sie davon zu überzeugen, Ihr Königreich in Frieden zu lassen. Um ein dauerhaftes Zeichen in Nubien zu hinterlassen, sollten Sie einen großen Obelisken errichten, der Zeugnis von den vielen Errungenschaften Ägyptens ablegt. Der Obelisk wird den Nubiern überzeugender Beweis sein, welche Vorteile die ägyptische Herrschaft hat und sie stets an unsere Gegenwart erinnern. Während Ihre direkte Aufmerksamkeit auf Iken gelenkt ist, sollten Sie unsere Absicht nicht aus den Augen verlieren, am Roten Meer bei Savu eine blühende Hafenstadt zu errichten. Savu wird Hilfe vom Pharao benötigen und nicht zögern, darum zu bitten. Wenn Savu eine blühende Stadt wird, kann Iken von dort aus mit dem wertvollen Kupfer beliefert werden, aus dem wir Waffen schmieden können. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Iken nach Nubien. Der Hofstaat und mein treuer Visier empfehlen, die Grenzen Ägyptens weit nach Süden in das Land Nubien zu erweitern. Dafür sollen wir die Stadt Iken gründen. Mit einer Bevölkerung von 6000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 40, einer Königreichswertung von 80, einer Kulturwertung von 45 und einer Monumentwertung von 11. Mit 6000 Einwohnern wird Iken eine mittelgroße Stadt. Wohlstand und Kulturwertung sollten kein Problem für uns sein, allerdings bedingt eine Königreichswertung von 80 die Erfüllung jeder Menge Forderungen. Ja, und die Monumentwertung beinhaltet den Bau eines großen Obelisken, der unsere Präsenz und Souveränität in diesem Gebiet symbolisieren soll. Wir müssen mit zahlreichen Angriffen rechnen, besonders von den starken Kuschitern. Wir sollten also schleunigst ein großes Heer zu Land und zu Wasser aufbauen. Ja, dann schauen wir uns mal direkt die Karte an. Ja, der Nil zerteilt hier von Süden nach Norden unsere Karte in viele kleine einzelne Halbinseln und Inseln, die unterschiedliche Fruchtbarkeit haben. Hier zum Beispiel in der Mitte der Karte können wir in der Wiesenwirtschaft, Landwirtschaft betreiben. Wir haben aber auch überall hier Flächen von fruchtbarem Nilschlamm. Ganz oben hier im Nordwesten haben wir ein großes zusammenhängendes Gebiet, was allerdings recht unfruchtbar ist. Hier ganz im Westen haben wir noch ein paar Felsformationen und hier einen kleinen Bereich, wo wir Gold oder Kupfer abbauen können. Genau gegenüber in der Südostecke haben wir hier eine Fläche, wo wir ein sehr großes Vorkommen von Gold oder Kupfer haben und wir können hier Wild produzieren. Okay, es geht hier weiter hoch. Hier haben wir auch nochmal Wild und fruchtbaren Nilschlamm. Also die Karte ist ziemlich unterteilt und da sehen wir schon das erste Problem, dass wir nicht so viel zusammenhängendes Bauland haben. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Feigenfarmen, Gerste und Flachsfarmen und wir können Wild produzieren. An Rohmaterial haben wir nur Gold. Wir können allerdings Geschirr, Bier und Leinen herstellen. Wir haben 3 Gottheiten, die wir huldigen können und auch sollten. Osiris, Seth und Bast, wobei Seth unser Schutzgott ist. Und wie schon im Intro erwähnt, müssen wir einen großen Obelisken errichten. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Iken liegt hier weit im Süden zwischen den Städten Kerma und Buhen wäre auch unser nächster Handelspartner. Dieser verkauft größere Mengen Gerste und Bier, kauft bei uns größere Mengen Holz, Granit und Kupfer. Die Oase Dachla verkauft uns größere Mengen Ziegel und Holz, kauft bei uns größere Mengen
Fleisch, Leinen, Schmuck und Papyrus und geringere Mengen Granit. Die Oase Farafra verkauft nur, und zwar größere Mengen Ton und Holz. Kibet am Mittellauf des Nils verkauft ebenfalls nur, und zwar jede Menge Granit, Ton, Geschirr und Kupfer in geringeren Mengen. Weit oben im Norden haben wir die Stadt Mennefer. Mennefer verkauft uns größere Mengen Kichererbsen, Geschirr und Papyrus, kauft bei uns größere Mengen Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren. Unsere Exporte werden Leinen und Bier sein. Das ist nicht viel, aber wir können Gold abbauen und somit unsere Stadtkasse etwas auffüllen. Was ist nun der Plan? Ich denke, wir werden hier unten im Süden anfangen zu siedeln und hier das Goldvorkommen mit jeder Menge Goldminen ausschöpfen. Wir werden dann weiter hier auf diesen kleineren Inseln und Halbinseln Siedlungen bauen, damit wir hier auch einen Warenverkehr mittels Fährhäfen sicherstellen können. Auf dieser Insel hier werden wir unser Produktionszentrum bauen, denn von hier können wir gut die Güter zu den einzelnen Stadtgebieten transportieren. Ja, und hier können wir unsere Docks errichten, um den Seehandel zu ermöglichen. Ja, und ganz zum Schluss werden wir hier oben im Norden entsprechend siedeln. Und hier haben wir auch noch die Möglichkeit, Werften oder Kriegshäfen zu errichten. Allerdings werden wir hier nur eine kleine Siedlung bauen und später gucken, ob wir hier diese Siedlung erweitern müssen, um das Bevölkerungsziel zu erreichen. Wieder jede Menge, was wir vorhaben. Und wir beginnen jetzt sofort mit dem Bau des ersten Stadtgebietes und der Produktion von Gold. Bevor wir jetzt mit dem Bau unserer Wohngebiete beginnen, müssen wir natürlich gerade hier bei dieser Kampagne die Verbindung der einzelnen Landteile mit den Fährhäfen oder mit den Brücken sicherstellen. Der Immigrationspunkt ist hier oben im Norden der Karte. Das heißt, unsere ersten Fährhäfen werden wir hier errichten. Pausenmodus aufheben, die Geschwindigkeit ist auf 30%. Und dann bauen wir jetzt hier die ersten Fährhäfen. Hier können wir auf diese kleine Insel übersetzen. Ich kann aber auch direkt hier neben dem Fährhafen auf dieser Insel hier übersetzen. Das machen wir ebenfalls. Ja, wie geht es dann weiter? Ja, hier auf diesen Bereich. Okay, ja, und dann hier können wir, glaube ich, mit einer Brücke arbeiten. Schauen wir mal. Ja, hier geht das. Dann werden wir das hier hinbauen. Ja, somit sind jetzt die Verbindungen alle hergestellt, sodass unsere Bürger auch wirklich bis hierhin kommen, wo ich jetzt das erste Wohngebiet baue. Ja, das erste Wohngebiet haben wir hier in der klassischen Bauweise vorkonzipiert. Die Plätze für unsere Unterhaltungseinrichtungen auch schon festgelegt und wir parzellieren jetzt dieses Wohngebiet hier komplett. Wir werden sofort mit der Goldproduktion beginnen. Schnell noch die Basics. In gewohnter Weise die Prioritäten beim Arbeitsberater vergeben. Wieder etwas mehr Löhne zahlen und dafür die Steuern auf 0 setzen. In der Zwischenzeit, wo jetzt unsere Bürger vom Immigrationspunkt den langen Weg zu unserem ersten Wohngebiet gehen müssen, werden wir auch auf den anderen Inseln und Halbinseln kleine Siedlungen bauen, damit die Fährhäfen Arbeitskräfte haben. Wir beginnen hier. Ja, auch hier errichten wir immer sofort die Basics. Ja, hier, wo wir später unsere ganzen Produktionen errichten. Hier werden wir wieder eine sogenannte Straßensiedlung errichten. Beidseitig der Straße die Parzellen ausweisen.
Ja, und da sind auch schon unsere neuen Bürger, die sich jetzt auf den Weg machen. Natürlich müssen wir hier bei diesen beiden Fährhäfen auch eine kleine Siedlung errichten. Ja, diesen Bereich werden wir jetzt noch nicht besiedeln, das werden wir erst im späteren Verlauf der Kampagne durchführen. Ja, damit sind jetzt alle Bereiche mit kleinen Siedlungen versehen, sodass später auch unsere Händler der Landrouten die einzelnen Landteile passieren können. Die Geschwindigkeit können wir jetzt auf 70% hochstellen und wir warten auf unsere ersten Siedler. Wir bekommen recht früh die erste Forderung: 600 Einheiten Wild für die Stadt Savaux in 12 Monaten. Da werden wir wohl erst mit der Wildproduktion beginnen, bevor wir Gold fördern. Bevor jetzt die ersten Bürger hier in unsere Siedlung einziehen, werde ich das Wohngebiet noch etwas aufhübschen mit mittleren Statuen. Wenn wir nämlich hier die ersten Goldminen errichten, wird das einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität haben. Das möchte ich vorbeugen, deswegen bauen wir jetzt hier mittlere Statuen. Ein Teil der Parzellen ist jetzt schon besiedelt, unsere Dienstleistungsgebäude sind alle mit Mitarbeitern versorgt. Beginnen wir jetzt mit der Wildproduktion. Dafür errichten wir jetzt hier schon mal das Silo und das Warenlager. So, das Warenlager wird Wild aufnehmen. Bevor wir jetzt die Jagdhöfe und auch später die Goldminen errichten, nutze ich jetzt die Chance, hier diese gepflasterten Straßen mit Plätzen zu versehen. Sobald wir nämlich hier die Produktionsstätten errichten, verringert sich die Attraktivität und ich kann keine Plätze mehr hier errichten. Deswegen baue ich jetzt hier schon mal Plätze. Und auch hier. Und jetzt können wir auch die Jagdhöfe bauen. Da kommt nämlich jetzt einer hier hin und der andere hier. Ja, und natürlich Sicherung mit Feuerwache und Architekturbüro. Ja, bevor wir jetzt wirklich mit der Goldförderung beginnen, müssen wir unsere Götter noch besänftigen. Seth ist unser Schutzgott, der bekommt direkt einen Tempel. Und die anderen Gottheiten bekommen jetzt erstmal Schreine. Ja, ihr bekommt gleich euer Wild. Ja, und Seth natürlich auch. Sehr gut. Ja, und wir haben auch schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Der Nil zieht sich zurück. Ich werde jetzt hier schon mal ein Arbeitslager bauen. Ja, das passt sehr gut. Die nächste Überschwemmung wird gut sein, weil ich will auch schon direkt Feigen anbauen. Wir konnten jetzt 7 Feigenfarmen hier im fruchtbaren Nilschlamm anlegen. Leider hatten wir jetzt kein Geld mehr und unsere Nomarchen haben für uns nochmal gesammelt 3000 Deben. Wir sollten bei dieser Kampagne nicht scheuen, Geld aus unserem privaten Sparguthaben der Stadt zu spenden. Wir haben mehr als genug, nämlich 36.600 Deben. Für das Errichten der Goldminen werden wir jetzt mal 5.000 Deben der Stadt geben. Die Geschwindigkeit kann jetzt nach dem Anlegen der Felder wieder auf 70%. So, jetzt aber beginnen wir mit der Goldproduktion. Dafür den Großstadtpalast errichten. Ja, und dann errichten wir die ersten Goldminen. Also 4 Stück. Ja, und die Forderung kann erfüllt werden. Die 600 Einheiten Wild stehen zur Verfügung. Sehr gut. Das Warenlager werden wir soweit umstellen. Da kann jetzt das Wild raus, was noch drin ist. Ja, und wir brauchen Arbeitskräfte. Ja, das weiß ich. Deswegen baue ich jetzt hier schon den Bazar. Er kann jetzt Wild und
Feigen kaufen und mit der Nahrungsmittelversorgung entwickeln sich unsere Gebäude weiter und wir kriegen neue Bürger in unserer Stadt. Ja, und auch die Parzellen in unseren kleineren Siedlungen auf den anderen Landteilen sind jetzt hier alle entsprechend besiedelt. Sehr gut, da müssen wir nachher auch dran denken, Arztpraxen zu bauen. Wir werden aber jetzt erstmal schauen, dass wir genug Gold fördern. Ja, ich stelle gerade fest, dass unsere Gottheiten Osiris und Bast erzürnt sind, weil sie keinen Tempel haben. Seth ist Gott sei Dank zufrieden. Ja, dann bauen wir doch jetzt hier Tempel für diese beiden Gottheiten. Osiris, da kann der Tempel hier hin. Ja, und Bast bekommt seinen Tempel hier hin. Ja, so. Ja. Und dann baue ich aber noch für Seth einen Schrein, der ist sehr eifersüchtig. Da muss man drauf achten. Ja, wir bekommen eine Drohung von einer anderen Stadt. Kerma fordert von uns innerhalb eines Monats 20.000 Einheiten Kupfer. Wenn wir das nicht machen, wird eine Armee unsere Stadt angreifen. Okay, das ist ja sehr eine offene Kriegserklärung. Auch wenn wir die Möglichkeit hätten, das zur Verfügung zu stellen, würden wir es natürlich nicht machen. Ja, damit ist klar, dass uns bald eine Armee angreifen wird. Aber ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt jetzt hier. Unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Ich baue noch ein paar Goldminen. Ja, der Monat ist verstrichen. Kerma gibt uns nochmal 24 Monate zur Erfüllung der Forderung. Da könnt ihr lange drauf warten. Ja, ich glaube, hier mit unseren Goldminen haben wir jetzt erstmal ein gutes Einkommen. Sorgen wir noch für eine gute medizinische Versorgung. Arztpraxen errichten. Ja, und da sollten wir natürlich nicht unsere kleinen Siedlungen vergessen. Und wir bekommen ein Geschenk von der Stadt Savu. Man kann es nicht ganz gut lesen, aber es sind tatsächlich 800 Einheiten Kupfer. Aber wir haben kein Lagerhaus dafür. Okay. Bauen wir erstmal die Arztpraxen hier noch. Ja, dieses Warenlager hier kann natürlich das Kupfer aufnehmen. Ja, und gut, dass wir jetzt hier mit der Nahrungsmittelversorgung schon begonnen haben. Wir brauchen jetzt für den Aufbau unseres Militärs jede Menge neue Mitarbeiter. Ja, dieses Warenlager hier kann auch ein paar Feigen annehmen. So zur Hälfte. Hier sehen wir das. Und dann kann hier entsprechend 3/4 im Silo eingelagert werden. So, das sieht ganz gut aus. So können wir die Überschüsse gut hier im Warenlager deponieren. Ja, jetzt können wir die 800 Einheiten Kupfer annehmen. Vielen Dank. Ja, und das ist der Startschuss zur Ausbildung unseres Militärs. Unser Militär errichten wir hier in der Verlängerung zu unserem ersten Wohngebiet. Deswegen hatte ich hier diese Straßen auch schon vorgebaut. Und zwar beginnen wir mit dem Bau des Drillplatzes. Wir werden hier ein Warenlager errichten für Kupfer, was jetzt gefordert werden kann, weil es ist ja hier in dem anderen Warenlager, und natürlich für Waffen. Und dann brauchen wir eine Militärakademie. So, dann können wir das hier verbinden. Ja, und dann möchte ich schon direkt 3 Waffen schmieden. Und die möchte ich natürlich hier auch sichern mit einer Feuerwache und einem Architekturbüro. Jetzt ist der Weg relativ lang bis hier zu unseren Wohngebäuden. Deswegen werden wir hier eine kleine Siedlung errichten. Ja, ich weiß, dass wir jetzt Arbeitskräfte brauchen. Deswegen bin ich ja schon dabei.
Hier ist unsere kleine Militärsiedlung. Die Zisternen dafür bauen wir hier hin. Dann kann ja auch schon ein Basar errichtet werden. Ja, und wir errichten unser erstes Fort für die Bogenschützen. Das kommt nämlich jetzt hier hin. Ja, so haben wir das schön kompakt hier alles zusammen. Ja, und das muss ich jetzt erstmal hier entwickeln, den Basar noch schnell einstellen. Und wir bekommen die nächste Forderung. Wieder möchte die Stadt Savu diesmal Geld. 1168 Deben in 6 Monaten. Ja, das könnt ihr gerne haben. Ja, dann errichte ich hier noch einen Tempel für Seth. Und wir haben mittlerweile 1000 Einwohner in Iken. Ja, diesmal wird die Überschwemmung ausbleiben. Das ist schade, aber wir haben ja Gott sei Dank auch noch Wild, was zur Verfügung steht. Ja, unsere kleine Militärbasis ist ja auch schon jetzt fast komplett besiedelt. Unser Drillplatz ist schon in Betrieb und die ersten Waffen werden produziert. Die Taktik ist, dass ich hier einen Standort habe mit Forts. Ich möchte aber auch hier am Immigrationspunkt Forts haben. Deswegen errichte ich jetzt hier das erste Fort für die Infanterie. Und dann haben hier die Soldaten genügend Zeit, um zu diesem Fort zu kommen. Denn nun möchte ich mit der Produktion unserer Exportgüter Bier und Leinen beginnen. Ich möchte gerne hier dieses fruchtbare Gebiet nutzen, um unsere Farmen zu bauen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal den Wasserheber. Ja, und dann sollten wir hier auch mal eine Zisterne bauen. Das ist ja hier ganz schlimm, dass hier unsere Bürger noch nicht mal Wasser haben. Und dann ist es erstmal wichtig, dass wir den Bewässerungsgraben bauen. Sonst wird das schwierig, hier unsere Farmen zu bewässern. Okay, beginnen wir jetzt mit dem Bau unserer ersten Farmen. Wir haben jetzt 3 Gerstfarmen und 3 Flachsfarmen. Allerdings möchte ich hier, glaube ich, noch eine kleine Siedlung errichten. Weil das ist doch recht weit weg von der eigentlichen Siedlung. Ja, und gut, dass wir die Gerstenfarmen gebaut haben. Wir haben nämlich die nächste Forderung. 700 Einheiten Gerste in 12 Monaten, wieder für die Stadt Savu. Und wir bekommen nochmal 800 Einheiten Kupfer von Savu, weil wir das Geld zur Verfügung gestellt haben. Ja, sehr schön, danke. So, dann errichten wir hier die Warenlager für die Rohstoffe. Gerste und Flachs. Ja, und dann brauchen wir hier aber auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ich habe jetzt hier nochmal eine Gerstenfarm gebaut. Die Fruchtbarkeit der übrigen Gerstenfarmen ist nicht so hoch. 59, 70 und auch 51 ist jetzt nicht so viel. Da sind hier unsere Flachsfarmen besser dran. 70, 99 und 95 und die hat jetzt hier 82. Okay, gut. Wollen wir mal hoffen, ob wir genug Gerste bekommen. Ja, wir sollten immer mal nach unseren Gottheiten gucken, die etwas unzufrieden sind. Errichten wir mal einen Festplatz hier. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. So, dann feiern wir das erste Fest für Bast. Und ich errichte jetzt auch nochmal Tempel für jede Gottheit. So, Osiris kriegt hier einen Tempel. Seht hier in unserer Siedlung, wo es die Produktion gibt.
Ja, und wir haben die erste Mitteilung, dass wir angegriffen werden, und zwar von einer Beduinenarmee in 6 Monaten. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das schon so schaffen, vor allem wo sie angreifen. Und wir haben die nächste Forderung, 1000 Einheiten Leinen in 9 Monaten. Das ist jede Menge. Okay, erstmal kommt hier noch ein Tempel hin. Und dann bauen wir schon direkt die Webereien, die können hier hin. Mal direkt hier 5 Stück. Ja, und wieder eine geringe Überschwemmung. Ja, ich hoffe mal, dass Osiris jetzt bald etwas milder gestimmt ist mit dem Bau der Tempel. So, hier sind unsere Warenlager für Bier, für Leinen. Und dieses Warenlager werden wir später für andere Importprodukte freischalten. Ja, ich weiß, ihr bekommt eure 700 Einheiten Gerste. Wann ist denn hier die Ernte? Im Februar. Okay, und das wird knapp werden. Ja, mit den Brauereien warten wir noch, bis wir die Forderung für die Gerste erfüllt haben. Ja, und ich baue nochmal Schreine. Mit Schreinen kann man ja auch die Gottheiten sehr glücklich machen hier. Ja, und wir haben unser erstes üppiges Fest für Bast. Unsere Webereien sind jetzt mit Flachs versorgt worden. Und so wie es aussieht, haben sie auch alle 200 Einheiten. Das heißt, hier werden insgesamt 1000 Einheiten Leinen hergestellt. Das ist sehr gut. Ja, mal gucken, ob das klappt. Es kann eine Handelsroute eingerichtet werden, und zwar nach Byblos, da es diplomatische Vermittlung gab. Sehr schön. Ja, Byblos verkauft uns jede Menge Luxuswaren. Kupfer in größeren Mengen und geringere Mengen Holz kauft bei uns jede Menge Schmuck und größere Mengen Edelsteine. Die ist sehr teuer, 2000 Deben, aber die eröffne ich trotzdem, weil dann kann ich jetzt tatsächlich auch Kupfer einkaufen. Und zwar so 400 Einheiten, damit wir immer unsere Waffenproduktion am Laufen halten. So, unsere Gerste wird eingefahren. Sehr gut, das kann direkt verschickt werden. Ja, und auch das erste Leinen wird zum Warenlager gebracht. Sehr gut. Ja, jetzt können wir auch unsere Brauereien bauen. Ja, 1 Monat bleibt uns noch, bis die Beduinenarmee angreift. Ich wollte aber jetzt ja eigentlich meine Brauereien bauen. So, dann haben wir jetzt nochmal 4 Brauereien. Ja, hier unser Fort mit der Infanterie ist schon komplett ausgebildet. Super. Ja, und wir werden angegriffen von den Beduinen. Wir schauen mal wo. Oh je, wo ist das denn jetzt? Ah, das ist hier im Norden. Okay. Ja, da haben die aber einen ganz schönen weiten Weg, um hier zu unserem Fort zu kommen. Dann lasse ich jetzt erstmal unsere Soldaten da noch drinnen. Und ich nutze die Zeit und baue ein weiteres Fort, und zwar hier für die Bogenschützen. Ja, und ich gebe meiner Stadt noch mal ein bisschen Geld für mein Fort der Infanterie, und zwar hier im Süden. Ja, die nächste Ladung fertiggestelltes Leinen wird gerade zu unserem Lagerhaus gebracht. Und die Königreichswertung steigt, da wir die 20.000 Einheiten Kupfer nicht nach Kerma geschickt haben. Ja, und wir haben die 1000 Einheiten Leinen fristgerecht fertigstellen können. Und diese verschicken wir auch sofort.
Ja, damit können wir jetzt aber auch unsere Exportprodukte verkaufen. Wir fangen an mit der Oase Dachla. Dachla kauft nämlich das Leinen bei uns und wir können das Holz einkaufen, was wir für unsere Kriegsflotte brauchen. Diese Landroute eröffnen wir sofort und dann können wir das Leinen verkaufen. Die Handelsroute für Bier werden wir etwas später eröffnen. Schauen wir mal, wie weit unsere Beduinen gekommen sind. Ja, sie sind noch auf dem Vormarsch, okay, aber wir können hier schon mal unsere Infanterie platzieren. Und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, da kommen unsere Beduinen. Wir brauchen die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht runterzustellen. Wir werden jetzt hier den Befehl geben, Feind in der Nähe angreifen. Ja, und dann geht es los. Die Beduinen sind Geschichte. Wir haben einen Infanteristen verloren. Das ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Sehr gut. Ja, 4 Forts haben wir jetzt. Jetzt möchte ich meine Kriegsflotte aufbauen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Werft, die hier hinkommt. Und dann brauchen wir noch ein Warenlager für Holz. Oh, eine Goldmine ist eingestürzt. Das machen wir später. Und wir kriegen wieder ein Geschenk des Nachbarn. Savu gibt uns 800 Einheiten Kupfer, da wir das Leinen zur Verfügung gestellt haben. Sehr schön. Dankeschön. Hier kommt das Warenlager für Holz hin. Holz wird ja über eine Landroute importiert. Und dann ist hier der Weg relativ kurz zu unserer Werft. Wir kaufen mal 400 Einheiten Holz ein. Ja, und hier bei unserem Silo müssen wir jetzt aufpassen. Da wird jetzt nur ein Viertel eingefüllt, sonst haben wir nämlich nachher keinen Platz für unsere Feigen. Und wir kriegen nochmal ein Geschenk von Savu, diesmal 1600 Einheiten Kupfer, weil wir die Gerste zur Verfügung gestellt haben. Naja, das ist ja super. Danke. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gerade was verklickt. Es kann nämlich eine neue Handelsroute eingerichtet werden nach Savu, da wir den Kupfer als Geschenk angenommen haben. Ja, gerne. Savu verkauft nur, und zwar jede Menge Granit, das ist gut, größere Mengen Geschirr und geringere Mengen Kupfer. Ja, die brauchen wir aber jetzt im Moment nicht. Wir haben ja genug Kupfer hier. Jetzt errichten wir jetzt erstmal unsere Kriegshäfen. Dafür brauche ich aber wieder Geld. Wie gesagt, da kann man ruhig etwas großzügiger sein. Wir haben hier genug Geld. Und dann bauen wir jetzt mal 1, 2, 3. Ja, und hier bauen wir, glaube ich, auch noch einen hin. 4 Kriegshäfen. Oh, da habe ich aber jetzt hier wirklich jede Menge Geld ausgegeben. Wir schröpfen hier unsere private Kasse aber ganz gut, aber egal. So, dann hier die Verbindungen bauen. Ja, und in 9 Monaten wird uns eine kuschitische Armee erreichen. So, wir bauen aber jetzt, ja, ich weiß, dass wir jetzt Arbeitskräfte brauchen. Hier möchte ich gerne ein Musikpavillon haben. Das ist sehr schön. Ja, das ist der Grund, weswegen ich hier meine Wohngebäude aufhübschen wollte, dass die hier mehr Bürger aufnehmen können. So, hier können nochmal Schreine hin. Dann entwickeln die sich auch weiter. Ja, und dann kommen auch jede Menge neue Bürger. Das sollte unseren Arbeitsmarkt hier wieder auffrischen. Ja, wir brauchen jetzt für Unterhaltung und für Regierung noch einige. Aber das sollte, glaube ich, bald aufgefüllt sein. Und da kommt auch schon unser erstes Kriegsschiff.
Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das ist richtig effektiv hier. Das geht richtig schnell. Ja, und wir haben auch jede Menge Bier hier im Warenlager. Wir eröffnen jetzt die Handelsroute nach Mennefer, die eine Seeroute ist. Da brauchen wir jetzt gleich einen Dock. Ja, und das Bier kann auch komplett verkauft werden. Ja, das machen wir jetzt sofort. Ja, 6 Monate Zeit haben wir noch, bis wir angegriffen werden. Ja, ich möchte hier die Siedlung auch bald mit Nahrungsmitteln versorgen. Ja, Rohstoffe haben wir mehr als genug. Da können wir, glaube ich, auch noch eine Brauerei bauen, aber wir warten jetzt erstmal den Kampf mit den Kushita ab. Tendenziell gehe ich davon aus, dass wenn die Kushita uns angreifen, sie vom Süden her angreifen. Ja, sie kommen ja hier von Kerma aus, was südlich von uns liegt. Das heißt, wenn sie mit Schiffen angreifen sollten, werden sie hier entsprechend uns angreifen. Wir haben nachher auch noch die Möglichkeit, hier Kriegshäfen zu bauen. Allerdings sollten wir auch noch ein paar Türme bauen. Und zwar werde ich jetzt hier schon mal einen Turm bauen. Dafür baut das hier ein bisschen um. Der Tempel der Bast kommt hier hin. Kann ich das hier abreißen, denn hier kommt jetzt mein Dynastiewohnsitz hin. So, und dann kann ich hier die Straße rausbauen, um hier zu dem Turm zu gelangen, den ich noch bauen muss. So, und dann geht es nämlich hier wieder zurück. Und dann können wir hier auch noch mal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Und einmal bitte Gärten für ein schönes Anwesen. Sehr gut. Ja, 1 Monat haben wir noch. Ich werde jetzt Folgendes machen. Unsere Kriegsflotte werde ich schon mal positionieren, falls wir zu Wasser angegriffen werden. Und zwar hier. Ja, und wir werden jetzt hier den Befehl geben, Position halten. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, dass der Turm uns hilft. So, und die fremde Armee dringt ein. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und wie ich erwartet habe, mit Schiffen. Die Geschwindigkeit mal etwas runter. Was haben wir denn hier überhaupt? Oh, das ist aber eine große Flotte hier. Wir haben 2 Transportschiffe und so wie es aussieht 5 Kriegsschiffe. Oh. Und was man jetzt tatsächlich machen kann, unsere Schiffe immer wieder etwas weiter abziehen, dann schießen sie nämlich nur und werden nicht angegriffen. Das eine Transportschiff ist schon weg. Ja, und der Turm, der schießt nämlich ja auch immer schön auf unsere Feinde. Ja, und jetzt ist der Kampf voll entbrannt. Dieses eine Transportschiff muss noch zerstört werden. Das zweite Transportschiff ist auch zerstört. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Kriegsschiffe kümmern. Aber da hoffe ich mal, dass wir auch hier erfolgreich sind. Ja, und mal wieder haben wir einen großen Klumpen blinkender Kriegsschiffe, wo wir wieder jetzt mal nichts erkennen können. Rauchwölkchen kommen auch ab und zu mal hervor. Wir warten mal, bis sich hier ein Ergebnis abzeichnet. Ja, wir haben den Angriff der Kushita gut abgewehrt. Ihr werdet jetzt alle schön zur Reparatur oder zum Heimathafen gehen.
Ja, wir werden nochmal 2 Kriegshäfen bauen, damit wir die maximale Flottenstärke haben. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Während des Kampfes ist hier in der Siedlung bei den Forts eine Seuche ausgebrochen. Hier haben wir ganz vergessen, Arztpraxen zu bauen. Das holen wir jetzt mal ganz schnell nach. Ja, und obwohl wir zu wenig Arbeitskräfte haben, baue ich jetzt die Transporterhäfen. Ich möchte unsere Truppen zwischen dem südlichen und nördlichen Landteil hin und her transportieren können, so wie und wo unsere Feinde uns angreifen. Dann haben wir jetzt hier schon mal im Süden unseren Transporthafen. Ja, und hier im Norden bauen wir natürlich auch den Transporthafen. Ja, wir haben hier ein kleines Problem. Die Fährboote können nicht hin und her fahren, weil diese Spitze des fruchtbaren Nilschlamms jetzt diese Fahrroute hier unterbrochen hat. Hier wartet sogar schon unser Händler Ich bin Händler mit Leib und Seele. aus Byblos. Ja, und auch unsere Bogenschützen können nicht auf die andere Seite des Nils. Das ist echt ärgerlich, aber da kann man jetzt im Moment nur warten, bis der Nil die Flächen wieder überschwemmt hat. Ja, wir brauchen neue Bürger in unserer Stadt, da wir jede Menge Arbeitskräfte benötigen. Wir werden jetzt hier diese Insel besiedeln. Den Fährhafen dafür haben wir ja schon hier gebaut. Ja, und hier die Verbindung zu unserem Produktionszentrum können wir mit einer Brücke herstellen. Das geht hier. So, dann bauen wir jetzt hier die Straße. Ja, wir werden wieder eine klassische Straßensiedlung errichten. Ich werde hier schon mal die Lage der Unterhaltungseinrichtungen festlegen. Wir werden hier Musikpavillons bauen. Und dann können wir hier jetzt entsprechend die Parzellen ausweisen. Ja, und wir bekommen eine perfekte Überschwemmung nächstes Jahr. Super. Ja, dann brauchen wir natürlich jetzt hier noch die Basics. Und dann können hier neue Bürger schon mal einziehen. Ja, und wir haben die Mitteilung, dass in einem Jahr eine kuschitische Armee uns angreifen wird. Ja, wir sollten jetzt mit der Stadtbefestigung anfangen. Ja, wir sehen hier das Problem, dass unsere Karrenträger das Gold nicht zum Stadtpalast bringen können, weil wir zu wenig Mitarbeiter haben. Da können wir das sehen. Regierung, gibt es keine Mitarbeiter. Ich werde jetzt hier die Priorität bei Handel und Gewerbe mal ausschalten, damit wir wenigstens jetzt wieder Gold in unsere Stadtkasse bekommen. Ja, und ich werde jetzt hier anfangen, die Stadtbefestigung zu bauen. Da gehen wir mal hier mit der Straße raus, weil wir müssen hier ein Stadttor bauen, damit unsere Jäger das Wild erlegen können. Ja, hier diese Gesteinsformation wirkt wie eine Barriere. Da haben wir nur hier oben eine kleine Öffnung, die müssten wir auch schließen. Ja, für Türme haben wir jetzt im Moment kein Geld mehr. Aber wir müssen ja auch hier im Norden noch unsere Stadtbefestigung bauen. Das können wir, glaube ich, machen. Ja, und wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Geld. Dann können wir hier im Norden auch schon mal die Türme bauen. Die brauchen ja ein bisschen länger, bis sie entsprechend bemannt sind. Ja, ich weiß, dass wir Schulden dadurch gemacht haben. So, dann werden wir jetzt hier noch die Verbindung herstellen. Ja, und wir geben unserer Stadt nochmal etwas Geld. Ja, und hier sind die Parzellen schon alle besiedelt. Sehr gut. Ich werde aber hier vorsichtshalber schon mal einen Arzt bauen. Ja, und auch hier reicht es jetzt von der Stadtkasse her, ein paar Türme zu bauen. Ja, damit sind wir, glaube ich, jetzt erstmal etwas geschützter. Ja, und wir sollten für Seth ein Fest abhalten. Das wäre, glaube ich, ratsam. Ja, nach dem Kampf werden wir erstmal hier die Nahrungsmittel
Versorgung aufbauen. Das ist, glaube ich, jetzt auch hier recht wichtig. Wir werden dann hier und auch später hier Feigenfarmen errichten. Ja, 6 Monate Zeit haben wir noch. Ich bin sehr gespannt, wie die Kuschiter uns angreifen, zu Land oder zu Wasser. Ja, wir haben jede Menge Waffen in unserem Warenlager. Wir können jetzt das nächste Fort für die Infanterie bauen. Das kommt hier hin. Und unser üppiges Fest für Seth. Der Arbeitsmarkt hat sich auch etwas stabilisiert. Wir können jetzt hier wieder die Priorität setzen. Ja, und wir werden jetzt mal Arbeitslager errichten für später, wenn wir die Felder anlegen. Ja, 1 Monat bleibt uns noch. Und eine Stadt fordert Waren. Savu fordert 900 Einheiten Leinen in 9 Monaten. Ja, da haben wir mehr als genug im Warenlager. Können wir verschicken. Die Geschwindigkeit werde ich schon mal auf 30 setzen. Und unsere Kriegsflotte schon mal hier platzieren wieder. Für den Fall, wenn wir vom Fluss her angegriffen werden. Ja, der Nil hat sich zurückgezogen. Ich habe hier meine 2 Arbeitslager gebaut. Und ich baue jetzt noch schnell die Felder, bevor wir angegriffen werden. Ja, nächstes Jahr wieder eine gute Überschwemmung. Sehr gut. Wir haben jetzt unsere Feigenfarm hier und auch hier jetzt errichtet. Wir brauchen jetzt noch ein Silo. Das kann hier hin. Und natürlich ein Bazar. Diesen noch schnell einstellen. Ja, und wir hoffen mal, dass wir jetzt den Kampf gewinnen, denn die fremde Armee greift uns jetzt an. Mal schauen, wo und wie. Ja, Schulden ist uns erstmal sehr egal. Aha, zu Land und auf der Nordseite. Okay, die Geschwindigkeit werden wir noch wieder runtersetzen. Die feindliche Armee hat es allerdings jetzt sehr, sehr weit. Ja, bis hierhin. Da können wir jetzt erstmal in Ruhe unsere Truppen von der Südseite hierhin transportieren. So, du kannst jetzt mal direkt hierhin. Ja, in der Zwischenzeit können wir die Geschwindigkeit auch wieder auf 70 stellen. Wie gesagt, das dauert tatsächlich ein wenig. Unsere Kriegsschiffe können natürlich zurück zum Hafen. Die brauchen wir jetzt nicht. So, dann kann schon mal hier das Fort mit der Infanterie auf das Transporterschiff gehen. Sehr gut, dann könnt ihr schon mal hier rüber. Macht das nicht so früh, denn ihr wisst ja, wenn unsere Soldaten unnütz in der Gegend herumstehen, sinkt die Moral. So, und die Bogenschützen kommen auch hier rüber. Ja, und ihr könnt hier auch schon mal aufs Boot. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass in einem Jahr die nächste Armee der Kuschiter uns angreifen wird. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. So, dann kommt man hier hin. Oh, dann könnt ihr schon mal hier Stellung beziehen. Wie weit ist denn jetzt unser Feind hier? Ah, da macht er sich auf den Weg. Und wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Savu gibt uns 800 Einheiten Kupfer, da wir das Leinen zur Verfügung gestellt haben. Ja, vielen Dank. So, jetzt könnt ihr aber auch mal hier Aufstellung beziehen. Ja, ich werde mal hier diese Bogenschützen rausschicken, damit die mal unsere Feinde hier ein bisschen zu uns locken. Ah ja, da kommen schon die ersten Infanteristen. Ja, und unsere Türme schießen auch schon. Sehr gut. Ja, unsere Feinde lassen sich hier wirklich Zeit. Ja, das dauert ja Ewigkeiten, bis die mal uns angreifen. Ja, aber jetzt, glaube ich, geht es allmählich los.
wir schicken mal jetzt hier unsere Infanterie raus. Die soll jetzt mal hier bitte die feindlichen Bogenschützen niedermachen. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war ein seltsamer Kampf gewesen. Es hat elendig lang gedauert, bis endlich der Feind angegriffen hat. Ja, wir haben wieder jede Menge Geld jetzt in unserer Kasse. Wir bauen jetzt noch mal ein paar Kriegshäfen. Und zwar kommen hier die 2 Kriegshäfen ganz im Süden hin. Hier haben wir noch Platz. Und dann bauen wir nämlich auch direkt schon die Türme, die ich ja hier extra zum Schutz unserer Kriegshäfen errichten möchte. Sehr gut. Ja, und hier im Silo sind jetzt auch Feigen und unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Ja, und wir haben noch einen Monat Zeit, bis uns die nächste Welle der Kushiter erreicht. Ja, wir werden wieder mal unsere Kriegsflotte hier positionieren. Ja, es ist wieder soweit. Die Kushiter greifen uns an. Wir schauen mal wo. Aha, schon wieder auf der Nordseite. Wie der letzte Angriff. Okay. Geschwindigkeit wieder runter. Unsere Kriegsflotte kann zurück zum Hafen. Ja, und dann machen wir das ganze Spielchen noch einmal von vorne. Allerdings warten wir jetzt, bis die Truppen zum Nordteil der Karte gebracht werden, weil die Moral doch ziemlich gelitten hat, weil sie so lange dort gestanden haben. Hier können wir sehen, die Moral ist nur noch überdurchschnittlich, während diese hier sehr draufgängerisch ist. Und unsere Bogenschützen sind nur noch ziemlich forsch. Das ist nicht so gut, deswegen warten wir noch ein bisschen. Ja, und wir könnten eigentlich noch ein Fort für die Infanterie hier im Norden errichten. Das müsste eigentlich noch gehen. Mama? Nein. Nein. Hier? Ja, da funktioniert's. Gut. Ja, hier sind unsere Feinde auf dem Vormarsch. Schauen. Ja, da sollten wir jetzt doch allmählich unsere Truppen in Bewegung setzen. Ja, unsere Transportschiffe sind auf dem Weg. Ich baue doch schnell noch ein Silo hier hin. Da kommt unsere erste Kompanie. So, ihr könnt schon mal hier aufstellen. So, und ihr auch schon. Und da kommen auch schon unsere Feinde. Oh, wir sind aber just in time. Haben wir das ja wirklich perfekt gemacht. Das ist sehr gut. Ja, aber unsere Feinde sind schon wieder auf dem Rückzug. Was ist das denn? Ah, da kommen sie jetzt wieder. Wir müssen die, glaube ich, doch mal hier ein bisschen hier rüber locken. So, jetzt kommt mal her. Ich will euch jetzt endlich mal hier besiegen. Was ist denn mit euch los hier? Ja, und eine Stadt fordert Waren. Und zwar die Stadt Vaset. 15 Einheiten Waffen in 14 Monaten. Ja, 12 haben wir im Warenlager. Dann hamstern wir das schnell. Ja, hier, das ist wirklich eine anstrengende Kiste. Sind die jetzt etwa wieder weg? Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Geht ihr doch so lange schon mal wieder in euer Fort? Und ihr kommt auch mal wieder hier rein. Ja, die Moral ist jetzt schon ziemlich runter. Die ist jetzt nur noch bei recht gut. Vielleicht ist das ja wirklich eine Taktik des Feindes, hier die Moral unserer Truppe zu destabilisieren. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass in 9 Monaten die nächste Armee uns angreift. Aber ich würde ja erstmal diesen Kampf jetzt hier abschließen. Ja, die Forderung kann erfüllt werden nach den Waffen. Dann verschicken wir die direkt. Dann können wir die Waffen noch weiter nutzen. Ja, und wir sehen, dass ein Teil der feindlichen Armee tatsächlich abzieht. Ja, wir werden jetzt diese Infanterieeinheit mal zurückschicken. Das hat ja so überhaupt keinen Zweck hier. Ja, und die Bogenschützen haben jetzt schon eine Moral, die unterdurchschnittlich ist. Wir werden Folgendes machen. Wir werden mal hier diese Infanterie aus dem Süden zum Norden bringen.
mit einer besseren Moral. Ja, in 6 Monaten kommt die nächste Armee der Kuschiter und greift uns an. Ja, und eine Handelsroute kann eingerichtet werden nach Vasset, da wir die Waffen geschickt haben. Sehr schön. Aha, der Rest greift tatsächlich noch an, aber wir haben ja noch ein paar Soldaten hier oben, die machen das jetzt ja ganz schnell fertig. Schnell das Stadttor wieder aufbauen. Ja, unsere Armee ist wohlbehalten wieder in ihren Forts. Wir können uns jetzt Gott sei Dank wieder unserer Stadt widmen. Wir fangen jetzt an mit dem Import von Granit. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Handelspartner. Savu verkauft Granit über eine Seeroute. Sehr gut. Wir brauchen ja 200 Blöcke für unseren großen Obelisken. Wir haben aber auch jetzt Vasset als neuen Handelspartner. Da werden wir jetzt auch entsprechend die Seeroute einstellen. Ja, und der nächste Kampf in einem Monat werden die Kuschiter uns wieder angreifen. Man kommt hier eigentlich zu nichts. So, unsere Flotte wird wieder hier positioniert. Ja, und die dürfen wir natürlich jetzt hier nicht vergessen. Dieses Warenlager müssen wir natürlich jetzt für Granit freimachen. Puh, ganz schön anstrengend hier. Wir bauen mal direkt hier noch 2 Warenlager für Granit. Ja, und wenn wir jetzt den nächsten Kampf geschafft haben, werden wir hier unsere Geschirrproduktion aufbauen. Ja, und ich werde hier nochmal 2 Brauereien bauen. Ich hoffe, dass wir jetzt nach den ganzen Landattacken wieder einen Seekampf hier führen können, damit sich unsere Truppen ein bisschen regenerieren können. Es ist soweit. Die Kuschiter greifen schon wieder an. Ja, und diesmal, wie ich gehofft habe, zu Wasser. Ja, dann greift mal nicht an hier. Oh, das ist wieder eine große Flotte mit 2 Transportschiffen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kriegsschiffe. Okay. Du kannst schon mal hier weiter ein bisschen rüber. Ja, sehr gut. Beide Transporterschiffe sind zerstört worden. Ja, und jetzt startet hier die große Seeschlacht. Ja, und wir sehen, einige Schiffe sind schon zerstört worden. Wir halten uns hier richtig tapfer. Das sieht gut aus. Mit dem Schutz der Türme. Ja, zu Wasser sind wir wesentlich erfolgreicher in unseren Schlachten. Wir haben es geschafft. Ihr könnt zurück. Naja, 2 Schiffe haben wir verloren. Das macht aber nichts. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir unsere Stadt jetzt mal richtig entwickeln können. Wir kommen ja nicht dazu. Wir werden jetzt hier mal den Pavillon errichten. Und ein Konservatorium, das kann hier hin. Dann bauen wir direkt auch noch mal eine Jonglierschule. Ja, und wir haben zu wenig an Mitarbeitern. Wir müssen die Prioritäten hier wieder umändern, damit wir hier eine Entwicklung überhaupt haben. Ja, und in 4 Monaten wird wieder eine kuschitische Armee uns angreifen. Und 800 Einheiten Bier für die Stadt Savu in 9 Monaten. So, dann werden wir das mal hier ein bisschen verschönern. Ja, die 800 Einheiten Bier haben wir schon im Warenlager, kann verschickt werden.
Dann können wir Bier wieder exportieren. Ja, und ein Fest für Osiris. Ja, und jetzt wandern wieder jede Menge Bürger in unsere Stadt. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt mit der Geschirrproduktion beginnen. Ja, und wieder kriegen wir Kupfer von Savu, da wir das Bier zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Ja, und was wir die ganze Zeit vergessen haben, ist unsere Steuern einzutreiben. Das müssen wir aber jetzt mal nachholen. Steuereintreiberbüro kommt hier hin, das kann bis zu beiden Seiten. Ja, und hier natürlich auch. Und dann werden wir jetzt mal 8% Steuern eintreiben. Ja, einen Monat haben wir wieder, bis die Kushiter uns angreifen. Und ein üppiges Fest für Osiris. Und wir haben mittlerweile die 3000 Einwohnermarke geknackt. Ja, wir positionieren wieder unsere Flotte in gewohnter Weise. Und wieder greifen uns die Kushiter an. Schauen wir mal wo. Ja, mal wieder hier auf der Nordseite. Echt eine anstrengende Geschichte hier. So, ihr könnt zurück. Ja, mittlerweile haben wir jetzt hier 3 Forts. Das ist nicht schlecht. So, wir werden aber jetzt erstmal unsere Geschirrproduktion beginnen. So, dieses Warenlager wird Ton annehmen. Und dieses Warenlager Geschirr. Und dann errichten wir jetzt hier 4 Töpfereien. Werden den Ton jetzt importieren, 800 Einheiten. Na, ich glaube, wir können sogar 1000 Einheiten importieren bei 5 Töpfereien. Hier werden wir jetzt ein Warenlager errichten und dieses Warenlager wird Geschirr fordern. Zur Hälfte, na, Viertel reicht auch. Und dieser Basar kann nämlich dann schon Geschirr aufnehmen, damit wir hier mal eine Entwicklung haben. Es ist ja echt furchtbar. Ja, die Moral unserer Truppen hat sich wieder gebessert. Sehr gut. Allerdings werde ich jetzt tatsächlich mal warten. Okay, da ist unser Feind. Dann werden wir jetzt schon mal hier die Truppen doch in Bewegung setzen. Aber diesmal scheint es so, als ob sie uns angreifen wollen. Aber wir haben alle Truppen da. Und die Königreichswertung steigt. Das ägyptische Volk das Opfer, das wir im Kampf auf uns nahmen, würdigt. Sehr schön, ja, wir sind ja gerade auch mitten im Kampf. Ja, das Stadttor ist gefallen. Hier kann jetzt jeder kämpfen und zeigen, was er kann. Ja, und während der Schlacht wird uns mitgeteilt, dass wir eine Handelsroute einrichten können zur Stadt Kerma. Und Osiris ist glücklich mit uns und segnet uns. Die nächste Überschwemmung wird perfekt werden. Naja, bin mal gespannt, ob wir überhaupt die nächste Überschwemmung hier überleben. Hier ist wirklich ein richtig schwerer Kampf geworden. Wir schießen aus allen Rohren, die es gibt. Ja, aber wir haben den Kampf nicht gewonnen. Der Feind ist nicht geschlagen. Ja, unsere Türme versuchen noch die feindlichen Bogenschützen jetzt hier zu eliminieren. Und das sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Ja, das war ein harter Kampf. Wir haben fast unser gesamtes Heer verloren. Naja. Gut, das kommt jetzt hier weg. Da müssen wir den Arzt neu bauen. Ja, und ihr könnt zurück zum Hafen. Ja, was für eine Schlacht. Ja, und Geschirr ist jetzt Gott sei Dank auch mal angekommen. Wir werden jetzt hier direkt nochmal Verschönerungen durchführen. Ja, hier kommt ein Warenlager jetzt hin. Das wird jetzt Bier fordern. Auch ein Viertel. Wir müssen hier tatsächlich diese Entwicklung mal stark vorantreiben, weil uns wirklich jede Menge Mitarbeiter fehlen. Ja, immer noch.
jede Menge. Aber vielleicht werden wir jetzt mal ein bisschen in Ruhe gelassen, das wäre ja mal nicht schlecht. Ne? Machen wir hier mal ein Musikpavillon hin. Ja, jetzt haben wir auch Bier in unserem Warenlager hier unten im Süden der Stadt. Ich baue jetzt schon mal den zweiten Bazar auf, weil die Entwicklung geht jetzt doch recht zügig hier. Ja, und die Kushita greifen uns wieder an. Und wir haben eine nächste Forderung der Stadt Savu. 1000 Einheiten Leinen in 9 Monaten. Das kennen wir ja allmählich. So, hier muss ich jetzt noch Warenlager für unser Granit einrichten, denn die 3 anderen sind schon voll. So, und das Leinen müssen wir natürlich jetzt hamstern. Wir bauen nochmal 2 Brauereien. Ja, und eine perfekte Überschwemmung das nächste Jahr. Sehr gut. Wir müssen die Nahrungsmittelversorgung ja auch ein bisschen im Auge behalten. Wir können auch hier noch ein Arbeitslager errichten. Und nochmal Feigenfarmen bauen. Ja, einen Monat haben wir noch, bis uns die feindliche Armee erreicht. Geschwindigkeit wieder runter und unsere Seestreitkraft schon mal hier aufstellen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist tatsächlich ein Kampf zu Wasser. Ja, es ist soweit. Wieder werden wir angegriffen. Schauen wir mal wo. Ihr bekommt euer Leinen, ja. Jetzt muss ich erstmal hier kämpfen. Ah, wieder eine Seestreitkraft, die uns angreift. Gott sei Dank. Oh, das ist aber nur noch eine kleine Kriegsflotte hier, die uns angreift. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Was für ein Pfeilhagel hier. Ich glaube, da können wir die Geschwindigkeit tatsächlich wieder auf 70% schalten. So, Transportschiff ist schon weg. Die Musik ist auch schon wieder friedlich. Und das letzte Kriegsschiff ist auch zerstört. Ja, das war jetzt letztendlich mal eine schnelle Geschichte hier. Ihr könnt alle zum Heimathafen. So, und jetzt müssen wir auch den Tempelkomplex des Seths bauen, den ich hier gerne hinbauen möchte. So, wir brauchen zwar mehr Arbeitskräfte, das ist mir aber jetzt erstmal egal. Wir müssen hier echt mal unseren Hauptgott auch mal huldigen. Ja, und das Leinen steht zur Verfügung, kann verschickt werden und kann auch wieder verkauft werden. Allerdings werden wir jetzt mal hier ein kleines Limit einstellen. Ups, andersrum. 400, weil wir müssen ja auch noch nachher Einmalsamierungshäuser bauen. Ja, so müssen sich die Wohngebiete entwickeln. Das ist doch sehr gut. Ja, und wieder bekommen wir 800 Einheiten Kupfer von der Stadt Savu, da wir das Leinen zur Verfügung gestellt haben. So, ich habe jetzt nochmal ein Warenlager gebaut und dieses Warenlager wird Geschirr und Bier fordern zu einem Viertel. Dann können wir nämlich hier auch diese Wohngebiete weiterentwickeln. So, wir haben noch die Oase Farafra. Die verkauft auch Ton. Die sollten wir auch nochmal eröffnen, weil ich glaube, wir haben zu wenig Ton. Ja, und wir haben ja auch Kerma jetzt als neuen Handelspartner. Und Kerma kauft bei uns Leinen und Luxuswaren in größeren Mengen. Ja, und verkauft Luxuswaren, die brauchen wir aber nicht. Ja, und die ist ja spottbillig mit 150 Deben, die eröffnen wir auch sofort. Dann können wir nämlich noch ein bisschen mehr Leinen verkaufen. Ja, und Kebet haben wir auch noch nicht eröffnet. Kebet verkauft uns nämlich auch Tongeschirr und jede Menge Granit. Auch eröffnen. Jetzt haben wir mal Zeit, das alles zu machen. Jetzt, wo Kerma unser Handelspartner ist, gehe ich davon aus, dass wir keine Angriffe mehr von den Kushitern zu erwarten haben. Daher werde ich jetzt hier ein weiteres Wohngebiet im Norden konzipieren, damit wir auf die 6000 Einwohner kommen. Hier ist nun unser Wohngebiet im nördlichen Teil der Karte. Ich habe nur die Längsseiten parzelliert. Ich denke mir mal, dass wir nicht mehr brauchen, um das Bevölkerungsziel zu erreichen. Geschwindigkeit kann wieder hoch. Ja, und sobald sich der Nil zurückzieht, werden wir hier auch entsprechend Feigen anbauen, um das Wohngebiet mit Nahrungsmitteln zu versorgen.
Wir bauen aber hier auch schon mal einen Tempel für Bast und einen Arzt. So, der Nil zieht sich zurück. Wir bauen jetzt hier schon mal 2 Arbeitslager. Ja, und wir bekommen für nächstes Jahr eine perfekte Überschwemmung. Sehr gut. Wir haben jetzt hier direkt unsere 12 Feigenfarmen angelegt, haben hier das Silo und auch das Warenlager, was die Feigen entsprechend annehmen kann. Wir bauen jetzt hier schon mal einen Bazar, den wir einstellen. Und dann kann sich dieses Wohngebiet hier erstmal nach und nach entwickeln. Geschwindigkeit können wir wieder hochstellen. Ja, und auch hier die anderen Wohngebiete werden wir natürlich jetzt maximal entwickeln lassen. Mit Verschönerung und weiteren Dienstleistungen. Ja, und wir müssen natürlich noch unseren Obelisken errichten. Da haben wir aber noch einige Granitblöcke einzukaufen. Mittlerweile haben wir die 5000 Einwohnermarke in Iken erreicht. Ja, und unser neues Wohngebiet hat sich hier auch schon sehr gut entwickelt. Ja, und wir bekommen eine kleine Segnung von Seth, der unsere Soldaten beschützt, die in fremden Ländern kämpfen. Der andere Segen wäre mir lieber gewesen, aber egal. Wir bauen jetzt hier die Unterhaltungseinrichtungen. Ja, zwar greifen uns nicht mehr die Kuschiter an, aber wir haben die Beduinen ganz vergessen, die unsere Stadt jetzt in 6 Monaten erreichen wird. Aber unsere Armee hat sich, glaube ich, sehr gut regeneriert. Ja, auch hier im Norden, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist soweit, die Beduinen greifen uns an. Wir schauen mal wo. Aha, hier auf dieser Insel. Gut, da es ja hier keine Verbindung zu unserer Stadt gibt, ist von den Beduinen keine Gefahr zu erwarten. Dann können wir unsere Stadt schön weiterentwickeln. Ja, wir haben jetzt endlich die 200 Blöcke Granit im Warenlager. Wir können jetzt unseren großen Obelisken bauen. Da habe ich ja extra hier im Norden ein Plätzchen frei gemacht. Ja, sehr schön. Dann füllen wir das hier noch mit Straßen auf. Ja, und wir haben die nächste Forderung von der Stadt Savu. 800 Einheiten Feigen in 9 Monaten. Feigen haben wir mehr als genug im Warenlager. Das können wir verschicken. Jetzt, wo wir kein Granit mehr importieren müssen, werden wir jetzt Papyrus importieren, damit unsere Schreibschulen in Betrieb gehen. So, 400 Einheiten. Dieses Warenlager hier wird entsprechend jetzt das Papyrus annehmen und kann dann unsere Schreibschulen entsprechend versorgen. Ja, und ich möchte diesen Bereich jedoch noch mit einer Stadtmauer versehen. Dann kommt hier das Stadttor hin. Und wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Savu gibt uns wieder 800 Einheiten Kupfer. Allerdings haben wir in unserem Warenlager keinen Platz mehr für Kupfer. Ich denke, wir brauchen es auch nicht mehr. Ja, die Türme sind gebaut und hier unser Wohngebiet hat sich wirklich prächtig entwickelt. Wir haben uns schon mit allen Dienstleistungsgebäuden versorgt und werden uns jetzt weiter sukzessiv weiterentwickeln. Ja, nachdem wir für Seth 2 Feste abgehalten haben, habe ich endlich meinen ersehnten Segen bekommen, nämlich den Schutzgeist, der jeden Feind niederstreckt, der unsere Stadt überfallen möchte. Sehr gut, vielen Dank. Ja, und wir haben mittlerweile die 6000 Einwohner in Iken erreicht. Ja, und ein Blick auf die Wertungen zeigt, dass wir Kultur und Wohlstand erreicht haben. Bei der Monumentwertung müssen wir natürlich jetzt noch den Obelisken fertigstellen. Ja, und bei der Königreichswertung fehlen uns noch ein paar Punkte, die wir aber, sobald der Obelisk fertig ist, mit einem Geschenk ausgleichen werden. Ja, kurz vor Ende unserer Mission werden wir doch nochmal von den Beduinen angegriffen, und zwar in 6 Monaten. Ja, während wir auf die Beduinen warten, vervollständigen wir noch den Tempelkomplex des Seth mit dem Altar des Anubis und dem Orakel des Sachmet.
Ja, ein Monat bleibt uns jetzt noch, bis die Beduinen uns angreifen. Und eine Stadt fordert wieder Waren. Savo bittet um 800 Einheiten Feigen. Die haben wir wirklich mehr als genug im Warenlager. Verschicken wir sofort. Es ist soweit, die Beduinen greifen an. Wir schauen wo. Okay, wo sind sie? Ah, dort. Auch wieder auf der Nordseite. Gut, ja, der Weg, den sie zu gehen haben, ist doch ein bisschen weiter. Aber ich denke mir mal, mit dem Schutzgeist des Seth, den Türmen und unseren 3 Kompanien jetzt hier auf der Nordseite sollten wir die Beduinen schlagen können. Ja, Seth erinnert nochmal daran, dass er unsere Stadt beschützt. Ja, und da sehen wir, ein Teil der Beduinen sind tatsächlich niedergestreckt worden. Ja, und hier werden sich jetzt unsere Soldaten platzieren. Ja, ihr könnt schon mal ein bisschen weiter nach hier vorne. Da kommen sie nämlich über den fruchtbaren Nilschlamm. Ja, der Kampf ist im vollen Gange hier. Ich werde jetzt mal hier unsere Bogenschützen noch platzieren. Und die können hier unsere Infanterie helfen. Ja, das ist eine ziemlich große Menge hier von den Beduinen. Aber unsere Türme schießen auch. Ich denke mir mal, dass wir das schaffen. Ja, die letzten Beduinen kämpfen hier noch. Wir haben diesen Kampf geschafft, der doch noch recht stark war. Ja, und wir haben auch von diesen Kompanien relativ viel verloren. Die sind aber schon alle wieder auf dem Weg ins Fort. Gut. Ja, und wir haben es doch tatsächlich geschafft. Der Obelisk ist fertig. Ja, da ist er nun prächtigst. Wir verschönern das noch ein bisschen hier. Ja, wunderbar. Damit haben wir fast alles geschafft. Wir brauchen jetzt nur noch die Königreichswertung. Bevor wir jetzt das Geschenk verschicken, schauen wir uns die Stadt Iken noch mal kurz an. Hier begann unsere Entwicklung mit diesem Stadtgebiet, dem Tempelkomplex, jede Menge Goldminen und natürlich den Stadtpalast. Haben dann hier unser Militär aufgebaut und eine kleine Militärsiedlung errichtet. Hier die Stadt im Süden mit Mauern und Türmen geschützt. Und natürlich hier unsere Kriegsflotte. Ja, hier haben wir ein großes Produktionsgebiet, wo wir Bier und Leinen produzieren. Und auch die Docks, wo der ganze Ex- und Import abgewickelt wird. Und auf dieser kleinen Insel haben wir hier unsere Geschirrproduktion. Ja, und hier unsere Straßensiedlung über dieser gesamten Insel. Ja, und hier im Norden unsere Siedlung mit dem Obelisken. Ja, und hier nochmal unsere Werft und 3 weiteren Forts. Übergeben wir nun dem Volk von Ägypten ein Geschenk, und zwar ein großzügiges. Damit haben wir die Wertung geschafft und beenden diese Kampagne. Das war wieder eine sehr anspruchsvolle und auch schwierige Kampagne und wir schauen, wie es weitergeht. Alle verneigen sich vor ihrem Glanz, o mächtiger Pharao. Sie haben den Norden Nubiens erobert und gleichzeitig unseren Hafen am Roten Meer mit den benötigten Ressourcen versorgt, sodass unsere Streitkräfte nun eine zuverlässige Kupferquelle haben. Neue Aufgaben warten nun auf uns als Pharao. Wir haben wieder 2 Kampagnen, die wir bestreiten müssen. He oder auch Semna, alte Feinde und neue, eine Militärkampagne. Und Bubastis, Ägyptens Kronjuwel, eine Wirtschaftskampagne. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid. Sage Tschüss, euer Dominus.